Herzlich willkommen zu meinen Fulgrims. Sie sind endlich fertig. Nach langer, langer, langer Zeit sind sie endlich fertig. Es hat mich sehr viel Nerven, sehr viel Schweiß, sehr viele Pinsel, sehr viele Farben gekostet. Aber sie sind jetzt endlich fertig. Und darauf freue ich mich so, weil sie sind fertig. Und ich habe 1, 2, 3, direkt 3 Stück davon. Ja, und jetzt habe ich sie alle. Alle. Ja, angefangen hat es ja damals mit 40k generell, wie ich ja Slaanesh entdeckt habe. Also das war einer meiner ersten, also ich habe sie gesehen in GW und habe gesagt, das ist meine Fraktion, neben Korne, also die beiden. Und habe mich ja dann mit der Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt. Und ja, Fulgrim, da war er. Und ich weiß nicht warum, das hat mich das einfach gefangen, weil ich mag den einfach. Der ist einfach toll. Ich mag die Geschichte. Ich mag. Was ist denn der Typ das. überhaupt? Der Typ ist ein Primarch. Ein gottverdammter Primarch von dem angeblichen Vater der Imperator. Und ja, guck ihn dir an, der ist toll. Genau, angefangen hier kam dieses Modell damals. Das habe ich mir auf der Spielemesse geholt. Das war das erste, was ich mir geholt habe. Der sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Also ich würde ihn eigentlich entfärben gerne. Aber naja, man muss ein bisschen sehen. Ach, so hat man mal gemalt. Okay, nein. Wie gesagt, ich habe ihn, das ist quasi der Dämonenprimarch von den Emperor Children. Also Primarch, der Emperor Children. Und ich fand einfach deren Story einfach so mega. Und dann kam ja das Buch Fulgrim noch, was ich mir angehört habe. Ich bin ja ein bisschen lesefaul. Und umso weiter man so da drin war, hat mir das immer besser gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, Fulgrim ist der erste, den ich mir hole. Neben Horus natürlich. Und ja, dann kam dieser junge Mann. Und man sieht auch da, also von den Malen her ist das jetzt nicht so toll. Naja, egal. Fulgrim war dann da. Und dann irgendwann kam dieses Modell raus. 30.000. Ich habe ihn mir vorbestellt, habe ihn dann kam er an. Dann war ich ja völlig, wow, er ist endlich da und überhaupt und habe jeden verrückt gemacht. Ja, und dann ging es um die Bemalung. So, und dann habe ich gedacht, okay, gut, so ein bisschen Anlehnung an das Originale, also was die Workout da damals präsentiert worden ist, habe ich gesagt, okay, gut, komm. Dann habe ich letzten Sommer, genau, nämlich letztes Jahr kam der nämlich raus, meine ich, dann habe ich letzten Sommer gedacht, okay, gut, ich mache erstmal die Flügel. Ich habe die ein bisschen geairbrushed. Ich meine, auf meinem Insta-Account habt ihr das damals auch ein bisschen gesehen. Und dann habe ich den erstmal stehen lassen, weil ich dachte, nee, ich fühle das noch nicht so ganz irgendwie. Irgendwie ist da okay. Habe mir immer noch den Kopf zermartert wegen dem Lila. Welches Lila? Weil ich habe bei ihm zum Beispiel von Army Painter das Lila genommen, weil es da als Sprühdose das gab. Aber ich war damit nicht mehr zufrieden. Also mit der Farbe einfach. Das war mir ein bisschen zu rosa, also so rosa-lila, so pink-lila. Ich wollte so ein schönes Lila einfach haben, so ein lila-lila. Ja, okay, habe ich den erstmal zur Seite, dann kam der Winter, habe gesagt, okay, komm, machst den nächsten Sommer. Dann hin und her kam irgendwann die Nachricht, es kommt ein für 40.000, es kommt ein für 40.000. Es wurde mir schon sehr oft versprochen, dass die Emperor Children neu aufgelegt werden. Aber dann wurde es wirklich, hat GW gesagt, die kommen auf jeden Fall. Dann kam die Werbung. Und dann kam er. Und tada, sofort bestellt, also vorbestellt. Dann war er da. So, das war, glaube ich, im März. Dann habe ich gesagt, gut, diesen Sommerprojekt, ich werde beide Fulgrims bemalen. Aber ich muss dazu sagen, von den Emperor Children hat mir, oder auch von Fulgrim, hat mir dieses Vorgegebene hat mir einfach nicht gefallen. Das war nicht so, wo ich dachte, nee, das ist nicht so meins. Okay, so, dann habe ich mir erstmal Gedanken gemacht. Dann habe ich ja nach und nach die neuen Farben, also die Neuauflegung von Game Color von Vallejo nämlich gefunden und entdeckt. Und da, also die Lila-Töne sind ja mega, muss ich ja wirklich sagen. Also nicht nur die Lila-Töne, aber generell mag ich, finde ich voll toll.
Und gesagt, okay, lila habe ich schon mal, aber wie mache ich die Flügel? Dann war ich an Überlegen, ja, der sieht ja eigentlich ganz anders aus, sage ich mal, in 30.000 wie er in 40.000. Aber ich wollte nicht ganz so viel Veränderung einfach haben. Ich wollte doch schon, dass sie so ein bisschen sich nochmal so ähneln. Also, dass man weiß, aha, das ist er, nur vielleicht ein bisschen älter geworden oder so. Ich sag mal, wäre er jetzt blond, würde er jetzt grau sein, sage ich jetzt mal so nach dem Motto. Und dann habe ich ein Video von der Genie von Paintomancy gesehen. Und die war so die Meinung ungefähr wie ich, dass das nicht so toll ist, einfach die Farben. Also habe ich gedacht, okay, gut, von den Flügeln her fand ich das ganz gut, wie sie das gemacht hat. So von der Farbe her. Und ja, dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt, wie sie das gemacht hat. Und habe das ähnlich gemacht. Also manche Farben habe ich übernommen, aber die hatten dann natürlich noch viel ganz andere Schritte genommen und so. Und ich habe das so gemacht, so ein bisschen so auf meine Art. Ja, und dann sind die beiden daraus entstanden. Das Schlimme daran ist noch, ich habe noch einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil von Fulgrim dieses Schwert abgebrochen ist und ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich habe es dann geproxt. Fällt gar nicht so auf, hoffe ich. Ich denke mal, wie ich die Flügel geairbrushed habe. Ich hatte so eine Mülltüte als also so als Decke quasi. Und dann habe ich als Unterlage, nicht als Decke, als Unterlage. Und ich glaube, dabei ist das Schwert abgebrochen. Und dann habe ich das zusammengeknüllt und in den Müll geworfen. Naja, das Schwert war weg. Ach, das war, ja, naja. Egal, habe ich gedacht, okay, wir gucken mal, was wir da noch so haben. Habe dann aber, wie gesagt, von einem anderen Modell habe ich das ganz gut, sage ich mal. Ich glaube, das waren die Schwerttypen von den Emperor Children. Habe ich noch was übrig gehabt, habe das dann dran geklebt, fertig. Gut, war fertig. Ja, und dann gab es ja die Idee, wie mache ich denn die Bases? Ihn habe ich jetzt, sage ich mal, also die Base habe ich damals schon vorgemacht, also die schon vom letzten Sommer. Da habe ich ja ganz viel mit Sand, mit Dekostreu und was es da alles gibt. Und habe dann jetzt quasi noch mal ein bisschen Krautcover drüber gemacht, weil ich habe für die ganzen Emperor Children Krautcover genommen. Die ist Ruine, habe ich genommen. Und ja, dass das sich auch so ein bisschen ähnelt, weil die ganzen Emperor Children und der Fulgrim hat jetzt quasi ein bisschen so Art Marmor, wobei da muss ich auch noch einiges üben, sage ich mal. Und dann eben dieses Ruine, dieses hellere, weil, also meine Geschichte ist dann einfach so, dass der Fulgrim und die Emperor Children, dass die alle sag ich mal, auf ihrem Planeten sind. Und jetzt, sag ich mal, kommen die bösen Leute wie die Black Templar und so und meinen Palast zu stürmen. Und dann ist vieles eingebrochen und. Nein, die sind böse. Und deswegen ist hier zum Beispiel, habe ich hier auch nochmal so kleine Ruinen einfach von so kleinen, ja, so ähnlich wie so griechische Säulen, sage ich jetzt mal, habe ich genommen, um ein bisschen Deko-Element noch reinzubekommen. Genau. Und das war das. Und ja. Das allererste, was ich damals, bevor ich auch die Flügel gemacht habe, war wirklich, dass ich die Gesichter gemacht habe. Weil die Gesichter, ich habe so viele Pinsel verschwendet und immer wieder neu und hier ein bisschen nochmal entfärben mit Q-Tips und dies und das und jenes. Und wie die Gesichter fertig waren, wusste ich, jetzt kann ich das Modell fertig machen. Jetzt ist egal. Ja, und da sind sie. Fertig sind sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihn werde ich nochmal ins Feld holen. Für 30.000 weiß ich noch nicht. Da muss ich mich mit den Regeln noch mal ein bisschen besser auseinandersetzen, mich mehr vorbereiten. Und ich glaube, für 30.000 so eine kleine 1.000-Punkte-Spiel-Armee, ich glaube, da kann man ihn schon mal aufs Feld führen. Jo, und das war es eigentlich von meinen Emperor Children und von meinen Fulgrims.
Hallo, im Übrigen, falls ihr auch Farben benötigt, denn ich wurde ganz viel mit Vallejo-Farben bemalt oder Pinsel braucht oder andere Sachen von Vallejo, dann klickt doch einfach unten auf der Beschreibung, denn dort ist unser Affinity-Link und dann kommt ihr direkt auf Vallejo und dann könnt ihr direkt günstig Farben bestellen oder Pinsel.